Im dritten Teil der Serie mit Kettlebell-Legende Steve Cotter tauchen wir weiter in die Welt der Kettlebell ein. Grüezi miteinander, Gregory von Lebe Stark hier. Übergeben wir das Wort direkt an Kettlebell-Legende und IKFF Director Steve Cotter. Generally speaking, though, the kettlebell is more geared towards the endurance component. So the idea is that because it's a fixed weight, we want to be able to do increasingly more repetition over time. It's not that we can't do low reps with heavy kettlebells. You can, but that's more of a supplement. The main training is going to be based upon doing progressively more repetition. Okay, it'd be like middle distance running in terms of the energy system. It's not a sprint, it's not an ultra marathon, it's sort of somewhere in the middle where there's a strength component and there's a very large endurance component. It's not 100% of one or the other. Kettlebell Training ist grundsätzlich kardiovaskulär, da du mit einem fixierten Gewicht arbeitest. Das Ziel dabei ist, dass du mehr Wiederholungen mit demselben Gewicht schaffst. Natürlich kannst du auch weniger Wiederholungen mit schwerem Gewicht machen. Dieses Training wird jedoch von Steve Cotter eher als supplementär bezeichnet. In Bezug auf die Energiebereitstellung ist das Training ausgelegt auf einen Mittelstreckenläufer. Es ist kein Marathon, aber es ist auch kein Sprint, sondern es ist irgendwo zwischendrin. The thing about the swing is that the swing is contained in the clean, it's contained in the snatch. So if a person is making mistakes in the swing, they're going to carry those mistakes over to the clean, carry those mistakes over to the snatch, although it's going to be more difficult to correct in those because the movements are greater range of motion and more complex. You want to spend a lot of time making sure that the swing is very solid. So what I'm saying here, it applies to the swing, it applies also to the clean, it applies also to the snatch. Der Swing ist die Basis und die Grundlage für das Kettlebell-Training und für alle weiteren ballistischen Übungen. Der Swing ist nämlich involviert im Clean and Press und im Snatch und das sind zwei grundlegende Kettlebell-Übungen, die viel Zeit benötigen, um sie zu meistern. Eine Perfektion der Swing Technik ist also ein Muss, damit du Fehler im späteren Verlauf bei Clean and Press und beim Snatch vermeiden kannst. Der Snatch und der Clean haben einen viel größeren Bewegungsradius und sind noch ballistischer als der Swing. Deshalb ist es wichtig, dass diese Grundlage gemeistert wird. Zudem wissen wir, dass ein angelernter Fehler mehr Zeit benötigt, um korrigiert zu werden. So I can do the swing this way, this is a neutral grip. Okay. Another way is I can do here with the thumb facing downward. Okay, and another way is I can come here with the thumb facing upward. Human nature, we have this dualistic way of looking. Many people have a dualistic way of thinking, well, right, wrong, good, bad. Okay, what's the best? What's the correct way? Meaning something else is incorrect. That's not how I teach, that's not how I view things. They're all correct. They're all good, they're all correct. However, the one you're going to use is going to depend on your body. Bei der Handorientierung beim Swing gibt es drei verschiedene Griffarten. Wir haben einmal den neutralen Griff, das ist, wenn dein Handrücken nach oben zeigt. Dann haben wir die Grifftechnik mit einer Handorientierung, wo der Daumen nach oben zeigt. Und schlussendlich gibt es noch eine Handorientierung, wo der Daumen nach unten zeigt. Hier gibt es keinen dualistischen Ansatz gemäß Steve. Also es gibt nicht richtig oder falsch in diesem Sinn. Die Technik, die du nutzen wirst oder nutzen möchtest, hängt von deinem Körper ab. There's no perfect position because every movement has inherent advantages and disadvantages. If I, for example, if I use this position, it's putting more stress on the brachioradialis. So if you're swinging here, this is going to fatigue more quickly, but the shoulder's in a neutral position. If I come here, it's redistributing the stress not so much on the forearm, it's going to move a lot more to the triceps, but you have more rotation in the shoulder. So it's less stress here, more stress here. Okay? This is more evenly distributed. What that means in practice is that you're going to use the position that feels most comfortable for you. It can be here, it can be here, it can be here. Let's say you're going to do a 10-minute set, 5 minutes each hand, and you prefer the neutral grip, and maybe for the first 2 minutes or 3 minutes you're good, but then you start getting tired and your grip starts, you feel like you're going to lose it. I can change the angle to redistribute the stress. Das Interessante bei den verschiedenen Handorientierungen
ist, dass sie unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper haben können. Die Handorientierung mit dem Daumen nach oben löst eher Stress auf dem Brachioradialis aus, während die Schulter aber neutral bleibt. Zielt der Daumen nach unten, liegt der Stress eher auf dem Trizeps, während der Brachioradialis entlastet wird. Du hast jedoch zusätzlich eine Rotation der Schulter. Bei einem neutralen Grip schlussendlich verteilt sich der Stress gleichmäßig auf allen beteiligten Muskelgruppen. In der Praxis nutzt du also die Handorientierung, die sich für dich am besten anfühlt, und du kannst natürlich während dem Training switchen. Wenn du merkst, dass dein Brachioradialis oder dein Unterarm langsam brennt, dann kannst du die Hand eindrehen, und wenn du merkst, dass der Trizeps nicht mehr mag, dann kannst du vielleicht den neutralen Grip nutzen, damit du den Stress eben verteilst. One of the limitations of the what I call the YouTube University is if people learning just off of videos, there's no context. You see someone that has a high level of performance and you say, oh, they do it that way, I'm going to do it that way. But that may not be the correct for this person, for their body, because you don't see the process, you just see the end result. When we model, we want to model someone that has good performance that's similar in body structure. You're not going to really model your movements off a guy that's 120 Kilogramm body weight, neither am I. Obwohl die YouTube University sehr viele Vorteile hat, ist ein Nachteil ganz klar ersichtlich. Oftmals fehlt wichtiger Kontext zum entsprechenden Video. Und genau das meint Steve. Wir sehen einen Athleten, der bei einer Performance einen Highscore oder einen Rekord erreichen möchte. Und wir glauben dann, weil diese Person ein Athlet ist, dass diese Form korrekt ist für uns und wir diese imitieren sollen. Ich habe nämlich Steve gefragt, was er von dieser speziellen Technik hält, von einem sehr, sehr brachialen und monströsen Kettlebell-Athleten aus Russland, der eine ganz spezielle Snatch-Technik hingelegt hat in den letzten Minuten seines Sets. Und Steve hat dann gemeint, dass du dich nicht mit einem 120 Kilogramm Monster vergleichen kannst, der mit einer 32 Kilo Kettlebell 200 Snatches macht. Stattdessen sollten wir darauf achten, welcher Person unsere Struktur am ähnlichsten ist, und diese Form sollten wir dann richtig imitieren und dann darauf achten, dass diese auch auf den Breitensport, auf allgemeine Fitness anwendbar ist. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse einen Like. Wenn du mehr von diesen Videos sehen möchtest, kannst du natürlich sehr gerne unseren YouTube-Channel abonnieren. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace out.